Ja, moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge des SmartFacts stelle ich dir den wahrscheinlich besten und preiswertesten Standard KNX-Taster am Markt vor. Ich freue mich sehr, euch in dieser Folge den neuen Legon Jahnke Basic oder Budget Taster vorstellen zu können. Legon Jahnke hat vor ungefähr 5 bis 6 Jahren angefangen, eine neue Tasterserie auf den Markt zu bringen. Wir haben damals die Möglichkeit gehabt, Legon Jahnke bei Auswahl der Funktionen mit zu unterstützen. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Und wir sind sehr froh, dass dieser Taster sich einer hohen Beliebtheit erfreut. Jetzt im Zuge der ISH hat Legon Jahnke dieses schon sehr preiswerte Gerät nochmal preislich angepasst und hat den Budget-Taster damit auf den Markt gebracht. Für die unter euch, die das Produkt schon kennen, wird direkt auffallen, der Rahmen ist nicht mehr schwarz oder dunkelgrau, er ist jetzt grün. Man sieht ihn nicht, von daher ist es egal. Was ansonsten auffällt, die Abdeckplatte ist jetzt vorhanden. Vorher hat man ganz viele Elektronikbauteilchen gesehen auf der Rückseite. Das ist alles jetzt komplett versteckt. Ich sehe also nicht mehr irgendwelche Elektronikbauteile, die in irgendeiner Form kaputt gehen könnten. Der Tasteraufsatz sieht noch eigentlich genauso aus wie vorher. Aber was hier extrem charmant ist, das Produkt ist extrem flach. Also wir haben hier, ich schätze jetzt mal kurz, 1 Zentimeter, vielleicht 1,5 Zentimeter Einbautiefe in der Dose. Das heißt, diesen Taster bekomme ich überall eingebaut, wo auch immer ich ihn hinhaben möchte. Was macht diesen Taster jetzt so besonders neben dem Preis? Gut, man muss dazu sagen, der Preis ist wirklich extrem interessant. Aber lassen Sie uns auf die Funktionen eingehen. Wie auch schon der große Taster gibt es diesen Budget-Taster auch mit Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung, als auch ohne. Im Grunde genommen hat sich an der Hardware die größte Änderung vollzogen. Die Software, also sprich die ETS-Applikation, ist identisch zu der anderen Taster-Serie von Legon Jahnke. Die schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Aber ansonsten ist der größte Vorteil bei diesem Taster der große Preisunterschied zu anderen vergleichbaren Tastern am Markt. Dabei hat er aber keine schlechtere Qualität, denn derjenige von euch, der schon länger die Videos schaut, weiß, dass ich bei Tastpunkten so ein bisschen penibel bin. Und was soll ich sagen, das Tastgefühl bei diesem Taster gehört zu den besten Tastpunkten oder Tastgefühlen, die man bei einem konventionellen Taster in der Form so haben kann. Und da bin ich extrem froh drum, dass Peter Jahnke das so mit umgesetzt hatte. Grüße gehen raus, auch natürlich an Klaus Ott. Er hat ein wirklich tolles Produkt hiermit entwickelt und es macht wirklich Spaß, dieses Produkt einzusetzen und es zu bedienen. Wir schauen uns jetzt die ETS-Applikation ein bisschen näher an und dann machen wir ein kleines Feedback. Die Applikation des neuen Tastsensors von Legon Jahnke ist identisch zu der Applikation anderer Tastsensoren von Legon Jahnke. Das kann man jetzt schlecht finden oder gut. Ich halte mich da komplett raus. Ich finde, die Applikation ist vollkommen okay. Es gibt andere Applikationen am Markt, die sind fancier oder es sieht irgendwie hübscher oder bunter aus. Ich glaube aber, dass alle Einstellungen, die man an diesem Budget-Taster einstellen kann, sind hervorragend auch in dieser Applikation darzustellen. Wir haben keine LEDs, von daher sind die auch deaktiviert. Wir können sagen, ob die 4 Tastpunkte, wir haben ja eine Serienwippe am Ende vom Tag, ob die 4 Tastpunkte als Wippe oder als getrennte Taste dargestellt sein sollen. Entsprechend dessen ändern sich die Einstellmöglichkeiten hier links. Ich kann den Namen vergeben für die Tasten, ganz normal. Ansonsten habe ich hier die Möglichkeit zu entscheiden, welche Funktion soll dieses Gerät oder soll diese Taste umsetzen. Was man hier sieht, wir können entsprechend ein-, aus- oder toggeln. Auch das ist alles mit drin. Beim Dimmen haben wir entsprechend auch diese Möglichkeiten. Also relativ einfach gehalten. Jeder kriegt dieses Gerät in kürzester Zeit entsprechend dargestellt und aufgebaut. Was wir hier noch Schönes machen können, wenn wir 2 getrennte Tasten hier haben, kann man sagen, was soll passieren. Und das finde ich bei diesem Taster wirklich toll. Wir haben klassischerweise ein Objekt, okay, ich schalte, wenn ich einmal drauf drücke, ein Objekt an oder aus. Ich kann aber auch beispielsweise 3 Objekte reinbringen. Entsprechend dessen ist es ein oder Aus oder ich kann hier verschiedenste andere Sachen einstellen. Bis dahin, dass ich auch sagen kann, ich mache hier Schalten, Wert, drücken und loslassen. Das heißt, ich möchte hier in der Form
beim direkten Betätigen des Tasters möchte ich gerne einen Wert senden, der soll so und so aussehen und gleichzeitig oder beim Loslassen des Tasters soll nochmal ein 1 geschickt werden. Was hier sehr, sehr gut damit darstellbar ist, ist beispielsweise, ich betrete einen Raum, betätige diesen Taster ganz kurz und ich habe die Möglichkeit, eine Szene aufzurufen. Gleichenfalls kann ich aber noch irgendwelche schaltbaren Steckdosen, die vielleicht nicht in der Szene mit drin sind, auch noch entsprechend steuern. Oder könnte auch noch eine weitere Abfolge von Szenen aufrufen. Also wie ihr merkt, man kann ganz, ganz viele wilde Sachen mitmachen und das alles in dem wahrscheinlich günstigsten Tastsensor auf dem Markt, der, und das ist ganz wichtig, natürlich KNX Secure ist. Ein wichtiger Punkt ist dann bei der Variante mit Temperatur und Feuchte, die kann ich entsprechend freigeben und habe dann entsprechend diese Werte ganz regulär als Kommunikationsobjekt und kann sie dann weiter verarbeiten in meinen Visualisierungen oder meiner Steuerung. Alles in allem ein wirklich tolles Produkt. Die Applikation ist vollkommen ausreichend. Das Produkt hat viele Möglichkeiten darzustellen und wir befinden uns immer noch in einem Standard-Taster, wo man meines Erachtens auch gar nicht viel mehr Funktion irgendwo zwangsläufig braucht. Wie ihr merkt, ich habe mich in diesen Taster wirklich verliebt. Also es ist der beste Standard oder beste Basic KNX-Taster, den man am Markt haben kann. Preis ist unschlagbar, Funktion, was will man mehr? Man könnte fast sagen, dieses Produkt ist reduced to the max, also ein wirklich tolles Produkt. Es ist alles drin, was man braucht und alles, was man nicht braucht, ist halt einfach auch nicht drin, sodass man diesen Taster ganz ruhigen Gewissens in jeden Raum mindestens 10-mal einbauen kann und man hat auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten mit diesem Produkt es darzustellen. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Ling & Jahnke Taster, wenn ihr Fragen habt zu anderen Produkten am Markt, wie gehabt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.